Wir sind inzwischen schon 6 Tage in Calafell und es gefällt uns einfach. Es ist sehr entspannt hier und wir lassen so die Seele baumeln. Wir genießen auch das Wetter ein bisschen. Am Anfang war es jetzt noch ein bisschen stürmisch, aber jetzt ist es echt entspannt. Es gibt kaum Wind, sehr viel Sonne und dadurch, dass die auch super nett und flexibel hier im Hafen sind, haben sie uns auf jeden Fall gecatcht. Zusätzlich macht der günstige Preis von eben 15 € pro Nacht das ultimative Wohlfühlfaktor für uns. Und irgendwie sind wir deswegen noch nicht so in Aufbruchsstimmung. Mal gucken, wie lange es anhält. Endlich wieder die Seele baumeln lassen. Was für ein großartiges Gefühl. Moment mal, wessen Stimme ist das, denkt ihr euch sicher gerade. Hallo, ich bin Patricia und heute nehme ich euch mit durch die Folge. Lasst uns direkt reinschauen. So, wir sind inzwischen an Tag 3 hier. Laut Wetterprofis, denen wir folgen, sagen die auch, dass es eher untypisch ist für diese Jahreszeit, dass das Wetter so wechselhaft ist in dem mediterranen Gebiet. Aber wir können trotzdem nicht jammern, weil wir haben jetzt nachts 13 Grad. Das ist Hammer. Wir zahlen hier jetzt 15 € ein paar zerquetschte pro Tag, Tagespreis. Und in dem letzten Hafen haben wir einfach 31 € pro Tag bezahlt, das Doppelte. Und die hatten nicht mal WLAN, die wollten fürs WLAN Geld. Wir haben gestern auch einen Kaffee getrunken im El Mate, sehr zu empfehlen. Haben richtig gute Croissants und zum ersten Mal auch Spanisch geredet mit dem Dude. Also ich muss jetzt zum Baumarkt und zwar bin ich gestern wieder an den Generator am Motor dran gekommen, habe jetzt die elektrischen Kabel alle gereinigt, die Kontaktstellen, und bei einer Kontaktstelle, die war halt so durchgerostet, dass ich es halt abgebrochen habe. Und das ist auch noch so eine super spezielle Schraube, richtig nervig. Naja, die haben Mittagspause. Wir sind da. Und hier ist er, der kleine Störenfried, der uns mehr Arbeit gemacht hat, als uns lieb war. So, und jetzt kommt das gute Stück dahin. Oh no. Es ist zu klein. Im Baumarkt gab es nur die falsche Größe. Also hat Dennis kurzerhand improvisiert. Mit ein paar Einzelteilen entstand seine eigene Spezialschraube. Damit habe ich jetzt ein zu großes und zu kleines, aber nichts Passendes. Muss halt improvisiert werden. Am Ende half nur ein Trick. Das Kabel wurde kurzerhand so gebogen, dass es trotzdem passte. Okay, ich habe es jetzt mal so draufgeschraubt. Nicht optimal. Aber sollte halten, bis wir zum nächsten Baumarkt kommen. Hoffentlich. Guck mal her! Was essen wir? Batata Brava. Blub, 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 blub. Da kommt nichts. Die Tage vergingen zwischen Regenschauern und Sonnenschein.
Während eines dieser Schlechtwettertage kam Doro die Idee. Für die nächsten warmen Stunden sollte unbedingt eine Hängematte her. Dafür befestigten die beiden ein Durchgangsseil, unten ein Gewicht, oben die Fallleine. Alles ordentlich in eine Tasche gepackt und dann hieß es, ab nach oben an den Mast. Sieh doch einfach so. So. Jetzt steckt Doro als erstes die Führungsleine durch den Mast. Hast du auch die Klemme zugemacht? Danke. Dennis hat die Klemme, die Doro hält, geschlossen, also kann er die Leine unten entgegenziehen. Er versucht es erst mit einem Magneten, doch das klappt nicht. Also mit Draht die Leine rausfischen. Hab's. Dann geht's für Doro wieder nach unten, begleitet von Quietschen der Leine, langsam und vorsichtig. Okay, geschafft. Das war ja easy peasy, oder? Ja. Für dich. Das ist dein Workout für heute. Machst doch viel an. Was? Warum? Die Seile müssen jetzt noch voneinander getrennt werden. Und nun kann die Hängematte ran. Doro scheint mit dem Ergebnis zufrieden zu sein. Noch ganz vergessen, dass wir die Standarte haben vom Segelforum. Schnell mal aufhängen. So, nach 2 Wochen und inzwischen 280 € weniger geht es jetzt endlich mal weiter. Nächster Stopp, Tarragona. Wetter sieht auch ganz gut aus. Zum Abschied gab es von ihrem neuen Freund Coco ein Hupen, das den ganzen Hafen beschallte. Sie waren echt gerührt.
Nach dem Mastlegen war die Windfahne lange ungenutzt. Höchste Zeit für einen Test. Doro prüft als erster das Ruder der Selbststeueranlage. Schnell wird klar, es hat den Drang, nach Backbord auszuschlagen. Hallo und herzlich willkommen. Heute ist mein Gast meine Frau. Hallo Frau. So, wie hat dir Ségur de Calafell gefallen? Gut, dafür, dass es da nichts gab. Tote Hose. Aber wir waren jetzt 2 Wochen da. 2,5 sogar. Also besonders gefallen hat mir der Strand. Dadurch, dass man direkt am Hafen halt auch eben Badestrand hatte, waren wir eigentlich fast jeden Tag dort. Für 1-2 Stündchen. Ja, der war auch echt nah dran. 3 Minuten oder so zu Fuß. Eigentlich nur raus aus dem Hafen, dann war man da. Aber ansonsten gab es da ja nichts. Also die Stadt selber ist ziemlich hässlich. Vieles hat er auch noch zu. Und an die spanische Siesta sind wir irgendwie auch nicht gewöhnt. Über den Mittag hat alles zu. Außer große Supermärkte. Der einzige große Supermarkt in der Nähe war halt ein Condis. Und ansonsten, der Hafen ist wirklich sehr schön. Die Sanitäranlagen sind sehr gepflegt. Es gibt richtige Duschen, nicht nur Drücker-Schwimmbadduschen. Und Wasser und Strom wird nicht extra abgerechnet, ist auch immer super. Ja, es war auch günstig. Für den Tagespreis absolut. Und ruhig. Also wir hatten irgendwie bei allen Windwetterlagen nie viel Schwell im Hafen, obwohl wir Kommentare gelesen haben, dass die Bauweise wohl nicht so gut ist. Aber es kann auch sein, ich glaube, die haben noch mal was dran gebaut in den letzten 10 Jahren. Vielleicht ist es ein alter Kommentar oder so. Und ansonsten, man hat einen Bahnhof, also man kommt von da aus theoretisch auch gut nach Barcelona. Und wir waren ja einmal in Vilanova und das ist echt ein schönes Städtchen. Also klar, da ist der Hafen teurer, aber das Städtchen ist dort richtig schön. Ich glaube, wären wir noch länger da geblieben, hätten wir vielleicht noch mal einen Ausflug dahin gemacht, oder? Ja, es war ja auch gar nicht geplant, dass wir so lange bleiben. Hat sich halt so ergeben. Es war wie Urlaub so ein bisschen. Dadurch, dass man da nichts machen konnte, haben wir irgendwie nur so Mini-Projekte am Boot gehabt, weil Baumarkt gab es auch keinen so super nah. Wir haben nur so Kleinigkeiten gemacht und den Rest irgendwie Strandurlaub so ein bisschen. Vor allem waren es jetzt auch mal so die wärmsten Tage seit unserer Reise. Ne? Das erste Mal konnten wir im Bikini am Strand liegen. Was fandest du nicht so toll? Also so außer, dass die Stadt hässlich war? Nichts, Nicht? nur das eigentlich. Ich fand den Monatspreis komisch. Wir haben jetzt fast 16 € pro Tag gezahlt. Knapp 17, glaube ich, laut Navili. Ja, der Monatspreis ist nur geringfügig günstiger dann pro Tag. Bin ich mal auf Valencia gespannt. Ja, die Menschen waren auch sehr nett. Viele konnten Englisch. Hatten wir jetzt auch noch nicht so oft, dass viele gut Englisch können. Einheimische vor allem, ja. Das Café ist noch erwähnenswert vielleicht, wo wir öfter waren. Ja, im El Mate war sehr schön. Klein, schnucklig. Das sind das Argentinier, die das betreiben, aber seit 24 Jahren schon hier sind, gell? Der Ferdi ganz nett, ganz lieb mit seiner Frau zusammen. War eine entspannte Zeit auf jeden Fall. Sehr entschleunigend. Sehr entschleunigend. Deswegen sind wir heute los, sonst wären wir gar nicht losgekommen. Ich glaube auch. Nein, irgendwann hätten wir schon Hummeln gekriegt. Trotzdem gut, dass wir heute los sind, trotz dass es keinen Wind für uns hat. Nur auf die Nase. Vielleicht kommen wir ja zurück. Glaubst du? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir, wenn wir das Boot irgendwo im Winter lassen, ich glaube nicht in Katalonien. Ich denke eher Südspanien. Ich glaube auch. Also preislich waren die auch vom Jahrespreis jetzt nicht so günstig. Okay, danke. Bitte. I'm feeling jaded in the worst way, pretending that I got my life on straight here. Begleitet von herrlichem Wetter sahen die beiden eine kleine Regatta. I hear you chiming in your own way, yeah, own way. Playtime, Und vor allem Segler, die diesen Wind wirklich segelten. break lights, maybe we hang tight. We could live a better life. We talk about it every night. You could buy a yellow bike, spin out on it all the time.
Doch der Sonnenschein währte nicht lange. Plötzlich tauchte eine dichte Nebelbank auf und die beiden mussten mitten hindurch. Also hinter mir ist irgendwo die Küste. Versteckt. Wir sehen gar nichts mehr. Zum Glück war der Hafen nicht weit, also schnell hinein. Port Tarragona, Port Tarragona, Port Tarragona. Das ist Nami. Nami. Hola, buenas. We are at the entrance of the harbor and we checked in via Navili. Was hat er gesagt? verstehe gar nichts. Okay. Irgendwas mit Entrance. Naja, ich funk nochmal, wenn wir schon reinfahren. Trotz leichter Sichtprobleme schafften es die beiden sicher in den Hafen. Und wie immer stand eine Erkundungstour an. Als hätte es Dennis geahnt, die beiden schafften es tatsächlich noch zu einem Live-Event der menschlichen Türme. Was? Ich bin jetzt in der Endcard? Noch nach den ganzen Fischis? Na gut, dann sage ich mal, hier könnt ihr den Kanal abonnieren und hier geht's zur Playlist von Set bis heute.